Servus. Ich habe euch heute die Vespa GTS 300 HPE mitgebracht und stelle euch heute die verschiedenen Varianten vor. Es gibt ja die normale GTS, die klassische Version, es gibt die Super, es gibt die Super Sport, die Super Tech und die Touring. Und ich bringe euch heute die Varianten ein bisschen näher, zeige euch die Unterschiede, die sich ja wirklich nur aufs Optische beziehen, Super Tech mal ausgenommen, weil der Motor bei der HPE-Version heißt ja High Performance Engine. Der Motor ist immer gleich, die Leistung ist dieselbe, also technisch, abgesehen von der Supertech, wirklich keine Unterschiede. Wir starten direkt mit der klassischen Version. Hier haben wir, was die Farbauswahl angeht, einmal dieses Mintgrün, Grün Relax nennt sich die Farbe ganz genau. Die ist aus den 50er Jahren und gibt es jetzt seit kurzem wieder, ist mega gefragt. Genau, also kommt wirklich recht gut an. Dann gibt es ein dunkelblau glänzend in dieser klassischen Version und so einen graublauen Ton, Grau-Dolomiti nennt sich die Farbe, auch sehr schick. Die Felgen, sieht man hier gleich, sind in Silber und nicht in Schwarz wie bei den anderen Modellen, einfach weil das Ganze nochmal ein bisschen klassischer wirkt mit den silbernen Felgen. Dazu kommt, dass wir hier keine schwarze Sitzbank haben, sondern einen beigen Sitz, auch um das Ganze, um dieses Klassische nochmal ein bisschen zu unterstützen. Das war es aber schon mit den Unterschieden von der klassischen zur zum Beispiel der Super, die wir hier in Weiß haben. Weitere Farben sind schwarz glänzend, rot glänzend und aktuell auch gelb. Gelb ist eine super coole Farbe, klar, die Standardfarben schwarz, rot, weiß, aber nach wie vor die gefragtesten. Hier haben wir, um auf die Felge gleich wieder zurückzukommen, einen schwarzen Felgenstern mit silbernem Felgenring, einen roten Stoßdämpfer, um die Sportlichkeit schon mal etwas zu unterstreichen, und hier haben wir auch die schwarze Sitzbank. Das zu den Unterschieden bei der Super. So, und dann wird es ehrlich gesagt schon ziemlich sportlich. Dann haben wir hier die Super Sport. Da fällt jetzt sogar der silberne Felgenkranz weg. Da ist die Felge komplett schwarz. Wir haben als kleinen Akzent hier ein ganz nettes S in Rot auf der Felge. Das unterstreicht das Ganze noch ein bisschen. Dann haben wir auch wieder den roten Stoßdämpfer. Wir haben hier unten Aufkleber, die sich über das Heck des vorderen Kotflügels ziehen, über den hinteren Teil und weitergeführt werden an der Backe der Vespa, links und rechts nach hinten. Unterstreicht auch nochmal die Sportlichkeit. Und hier haben wir eine Sitzbank, ich würde fast sagen in Alcantara-Optik mit diesen Querstreifen, wirkt auch nochmal sehr, sehr hochwertig. Zu den Farben gibt es hier dieses Graumatt, das ist definitiv die gefragteste Farbe über das ganze Modell, die Graumatte. Und es gibt ein Blaumatt. Wir haben es momentan hier oben nur als Topcase stehen in Blaumatt. Auch eine ziemlich coole Farbe, hat auf jeden Fall was Sommerliches und sorgt immer ein bisschen für Aufsehen. Das zur Super Sport Variante. Jetzt wird es doch etwas technisch mit der Super Tech Variante, der Name verrät es schon ein bisschen. Vorher aber auch wieder zum Design. Wir haben hier die gleiche komplett schwarze Felge wie bei der Super Sport. Einziger Unterschied ist hier, das T von Super Tech, steht jetzt auf dem Kopf, ist hier in Gelb gehalten, weil die Akzentfarbe ganz dezent bei der Super Tech Version nämlich gelb ist. Man sieht es hier an dem Stoßdämpfer, auch sehr cool in Gelb. Und das Ganze zieht sich über die Sitzbanknaht auch nochmal mit diesem Gelbton. Man sieht es hier ganz schön. Ansonsten haben wir an der Front in der Kaskade die Luftschlitze, die Einsätze, haben wir hier in schwarz-matt. Die sind bei der Super Sport in Rot und bei den anderen beiden Modellen in Chrom gehalten. Habt ihr mit Sicherheit auf dem Video schon entdeckt. Zum Display, also zum technischen Unterschied der Super Tech, hier ist ein TFT-Display verbaut. Ihr kriegt zum Unterschied gleich noch einmal das normale Tacho. Also da haben wir, wie gesagt, ein TFT-Display verbaut und mega übersichtlich, auch bei Sonneneinstrahlung gut ablesbar und hat eben so ein paar Features. Man kann es mit dem Handy koppeln, man kann über das Handy und über die Mia-App, wie sie sich nennt, kann man so eine Art Navi-Funktion starten. Also es ist wirklich ein bisschen eine Spielerei, aber es ist eine coole Spielerei.
legt sich etwas im Preis nieder. Wir haben einen Preisunterschied, was den Listenpreis angeht, von 500 € zur Super- oder zur klassischen Variante. Wir liegen nämlich preislich bei 6.320 € für Super und klassisch. 6.320, ich habe selber kurz nachdenken müssen. Bei der Super Sport liegen wir bei 6.420 und die Super Tech liegt bei 6.720 aufgrund des Displays. Euch ist mit Sicherheit schon aufgefallen, wir haben bei der Super Tech relativ dunkle Blinker. Ich muss euch enttäuschen, es ist leider nicht Serie. Das hier ist unser Vorführfahrzeug für die Saison 2020 und hier haben wir über das Zubehörsortiment, ich muss gestehen, nicht aus dem Piaggio-Zubehör, leider nicht, sondern externe Zubehöranbieter haben wir diese getönten LED-Blinker verbaut, die wirklich ein Highlight sind. Finden wir mega cool, sind qualitativ schön gemacht. Zeigen wir euch später auch noch kurz, wenn es eine Akrapovic Soundprobe gibt, zeigen wir euch die auch noch ganz kurz in Aktion. Da geht es nämlich schon weiter. Wir haben hier an der Supertech, wie gesagt, ist der Vorführer und wir zeigen ja gern, was wir haben und was wir können. Haben wir auch noch einen schwarzen Akrapovic verbaut. Das ist jetzt eine Modellserie 2019, der Auspuff. 2020 gibt es nämlich schon wieder eine neue Bauform. Soundtechnisch sollte aber kein Unterschied zwischen 19 und 20er Reihe sein. Genau, ihr hört ihn später noch kurz während der Fahrt. Und ja, wenn ihr Fragen habt übrigens, kommentiert mir gerne das Video, schreibt uns, weil wir mit Sicherheit nach ein paar Videos auf jeden Fall auch ein Frage- und Antworten-Video machen und hoffen da auf eure Fragen eingehen zu können. Wir schauen uns jetzt mal noch kurz das Zubehör an, das wir für die GTS haben. Das Originalzubehör oder größtenteils Originalzubehör, damit ihr da auch noch eine kleine Übersicht habt. Schauen uns dann noch schnell die Helme an, die ganz gut dazu passen. Und dann seht ihr zum Abschluss, wie gesagt, nochmal oder hört ihr nochmal kurz eine Soundprobe vom Akrapovic und die Blinker in Aktion. Ein ziemlich gefragtes Zubehörteil ist der Klappgepäckträger. Der ist in erster Linie sieht er einfach mega gut aus. Ich würde sagen, wir schnappen uns hier mal schnell den weißen Roller, an dem ich euch das hinhalte und präsentiere. Der Haltegriff, der hier dran ist, ist serienmäßig mit dabei. Der wird ersetzt durch den Haltegriff am Klappgepäckträger, weil das hier ein Teil ist. Und das sind 4 Schrauben, das ist wirklich schnell umgeschraubt. Dann hat man hier einen mega schicken Klappgepäckträger, die man hier über eine Feder auch ordentlich nach hinten klappen kann. Es kann auf diesem Klappträger auch ein Topcase verbaut werden. Das Topcase geht grundsätzlich auch mit dem einfachen feststehenden Träger, den ich euch hier zeige. Auf diesem Träger kann grundsätzlich auch ein Topcase verbaut werden. Nur wenn man das Topcase mal runter macht, dann ist natürlich so ein Klappgepäckträger schon ein bisschen cooler. Was auch immer ziemlich gefragt ist, ist hier dieses getönte Windschild, das getönte Cruiser-Windschild, das hier montiert wird. Mai hält den Wind ein bisschen vom Körper weg, ist aber jetzt nicht in erster Linie die Funktion, dass man hier windbefreit fährt, sondern schaut auch einfach gut aus, gerade in der getönten Version. Jetzt muss ich hier meinen Jungs mal schnell sagen, dass die ein bisschen leiser sind, dass wir hier vernünftig weitermachen können. Benny, fährst du den Ton ein bisschen runter? Danke dir. Und ja, Topcase können wir uns noch kurz angucken. So, dann nehmen wir hier das schöne Blau-Matte, das wie gesagt auf beiden Trägern montiert werden kann. Das ist nur ein kleiner Preisunterschied in den Trägern. Das Topcase liegt bei 269 €. Und nicht erschrecken, die Rückenlehne ist natürlich mit dabei. Ich zeige euch das Ganze mal, wie das aussieht. Die wird hier dran verschraubt. So, und auch hier die Rückenlehne schön abgesteppt, so ein bisschen in Alcantara-Optik, dass das Ganze auch zum Sitz passt, hier speziell bei der Supersport. Echt schick. Jo. So, und dann zeige ich euch noch 2 Vespa-Helme, 3 Vespa-Helme sogar. Die gibt es ja hier auch wieder in allen Farben und Variationen, immer auch passend zur Vespa-Farbe. Wir haben hier zu der klassischen Vespa einen ganz besonderen Helm rausgesucht. Ich zeige den hier mal ein bisschen.
in diesem Used Look. Super cooler Helm, auch innen wirklich hochwertig gemacht und passt natürlich megamäßig gerade hier zu der Farbe. Ziemlich cool. Passt aber auch zu einem Weiß zum Beispiel sehr gut. Dann haben wir hier einen Helm. Gleiche Farbe wie die GTS 300 Super hier in Weiß. Mit großem Visier und Sonnenvisier. Liegt aktuell bei 199 €. Qualitativ gut gemacht. Einfach, dass ihr ihn mal gesehen habt. Und noch eine Variante ohne Visier in schwarz matt, die ziemlich cool, finde ich persönlich, gerade hier zur Supertech passt. Sehr schicker Helm. So, ich hoffe, ich habe euch die Modelle ein bisschen näher bringen können und wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, lasst es mich wissen. Ja, es folgt das Video. Wir sehen uns gleich draußen mit Agrapovic. Bis gleich. So, wie versprochen, schauen wir uns die Blinker mal kurz in Aktion an und natürlich den Agrapovic. Die getönten LED-Blinker haben hier dieses weiße Tagfahrlicht mit drin. Sobald ich den Blinker anmache, geht das Tagfahrlicht aus und kurz nachdem ich den Blinker, Moment, wir schauen uns das hier auch nochmal an, wenn ich den Blinker ausmache, kurz nachdem, 3 bis 5 Sekunden sind es, geht hier das Tagfahrlicht langsam wieder an. Also es ist echt schön gemacht und ja, finde ich optisch echt ein Highlight. Der Agrapovic, den hören wir uns jetzt auch gleich mal im Stand an.